Ja, herzlich willkommen bei 1000 Best TV. Getriebe und Schaltung sind Komponenten, die uns beim Motorradfahren durchaus intensiv begleiten. Wie die im Detail funktionieren, schauen wir uns jetzt gemeinsam an. Da bin ich für euch unterwegs in der KTM Motorhall. Und ihr seht schon, da gibt es natürlich jede Menge Exponate, wo man sich das wirklich im Detail facettenreich anschauen kann. Kommt's mit! Naja, wäre irgendwie blöd, wenn nur ein Gang da wäre, dann würden moderne, starke Motorräder zwar tatsächlich über 100 laufen, aber schon die Lärmkriterien nicht mehr erfüllen. Daher ist es natürlich schlau, aber das gibt es ja bei anderen Fahrzeugen auch, die es schon noch länger gibt. Oder war das Motorrad vor dem Auto? Weiß gar nicht. Wurscht, das Getriebe hat schon eine sehr gute Wirkung und heute aktuelle Getriebe sind auch super abgestuft. Das macht alles einen guten Sinn. Also Motorradgetriebe sind in unserem Fall Klauengetriebe. Das ist abweichend zum Pkw-Getriebe, wo man auf synchronisierte Getriebe setzt. Arbeiten wir mit Klauengetrieben. Es ist vom Aufbau auch innen unterschiedlich. Also beim Motorradgetriebe wird die Bewegung des Schalthebels über eine Schaltwalze quasi umgewandelt in eine axiale Bewegung. Mit dieser axialen Bewegung verschiebt man dann die Schieberäder auf diesem Getriebe. Die Gänge in unseren Motorradgetrieben sind nicht oben und unten angeordnet, sondern sind immer in Fahrtrichtung quer zum Motor angeordnet, so wie man halt auch die Wellen sieht. Vorne hat man immer die Kupplungswelle, also die Kupplung mit der Antriebswelle, und hinten hat man halt dann die Abtriebswelle, und auf diesen Wellen aufgefädelt sind dann die Gangpaare, die man halt dann axial verschiebt. Ja, der Kraftfluss nach der Kupplung geht eigentlich dann weiter über die Getriebeeingangswelle, über dann das, je nachdem welcher Gang ausgewählt wurde, ein definiertes Zahnradpaar auf die Getriebeabtriebswelle, von der Getriebeabtriebswelle aufs Kettenritzel und dann halt Kette und Hinterradritzel und Hinterrad. Also als erstes kommt einmal der Wunsch des Fahrers, den Gang zu wechseln. Also der Fahrer zieht am Schalthebel. Der Schalthebel, das nächste Bauteil ist dann die Schaltwelle. Die verdreht dann die Schaltwalze. Nach der Schaltwalze kommt dann die Schaltgabel, die dann im Getriebe in einem Schieberad drinnen geführt ist und dann eben, wie gesagt, eine axiale Bewegung ausführt und das Schieberad verschiebt und dann über Klauen und Taschen quasi den Kraftschluss herstellt. Das Klacken, wenn man den ersten Gang bei Motorradgetrieben einlegt, kommt daher, dass man keine synchronisierten Getriebe verwendet, sondern eben, wie schon erwähnt, Klauengetriebe. Und man hat immer da einen gewissen Leerweg, wenn man den Gang einlegt zwischen Klauen und Taschen. Damit man Fehlschaltungen vermeidet, braucht man diesen Leerweg. Und das ist genau dieses Klacken, wenn der Gang eingelegt wird und dieser Leerweg überwunden wurde, dann hört man das. Zwischen den Getriebewellen haben wir ein eigenes Spritzrohr, Ölspritzrohr mit 5 so Austritte, wo wir die höchst belasteten Positionen beölen. Und auf der vorderen Seite Richtung Kurbelwelle haben wir noch eine Ölpumpe, die das Kurbelgehäuse evakuiert, wo auch so in der Minute so 1–2 Liter daherkommen, welche wir durch Schlitze auch noch auf das Getriebe spritzen, und sonst rennt es eigentlich in einen Trockensumpf. Also unten im Getrieberaum wird das Öl evakuiert und wird nur an diesen Stellen beölt, wo wir es für nötig halten. Die Anforderungen sind sehr hoch. Das ist nicht so, dass man das so eben so mitmacht, sondern ich würde sagen, das hat die gleiche Gewichtung wie der Motor vorne. Die Komponenten oder die Eigenschaften des Öls. Du hast ja beim Motorradöl
im Vergleich zum Autoöl eben diese Komponente, dass das Getriebe, die Kupplung im gleichen Ölbad mitläuft. Beim Auto ist es trocken und brauchst dich nicht kümmern. Da kannst du dich wirklich fokussieren auf Lagerschalen, Kurbelwelle, Nockenwelle etc. pp. Und brauchst dich ums Getriebe nicht kümmern. Das ist dann eine separate Abteilung und die machen dann wieder das Öl dafür. Beim Motorradmotor müssen wir das berücksichtigen. Es muss funktionieren, das heißt, du hast ganz andere Drücke im Getriebe, die musst du berücksichtigen. Die Schaltvorgänge sollen möglichst weich sein, also es soll nicht hart funktionieren oder möglicherweise noch dann mit einem Knall oder Klonk oder was auch immer ablaufen. Die Kupplung muss funktionieren, ganz wichtige Komponente, die darf nicht rutschen, auch unter voller Beschleunigung. Wenn dann eben das volle Drehmoment ansetzt, dann muss trotzdem Kraftschluss da sein. Da ist das Öl gefordert und für Motorradöle gibt es eine entsprechende Normung, die genau das berücksichtigt. Das ist die sogenannte JASO MA2 Normung, die da zum Greifen kommt. Da wird wirklich getestet, ob das Öl die entsprechenden Reibwerte bietet, damit es dann auch auf Kupplung und so weiter funktioniert. Der Begriff synchronisiertes Getriebe bedeutet, dass man, wenn man den Gang einlegt, dass die Drehzahlunterschiede, die in einem Getriebe herrschen, zwischen An- und Abtriebswelle, vorher ausgeglichen werden über Synchronringe und durch diesen Ausgleich der unterschiedlichen Drehzahlen lässt sich ein lautloser Gangwechsel vornehmen. Also der Leerlauf liegt gebräuchlicherweise immer zwischen ersten und zweiten Gang. Kommt prinzipiell aus dem Grund, dass man vermeiden möchte, dass man, wenn man in engen Kehren halt nicht genau weiß, in welchem Gang man fährt und man schaltet ganz nach unten, dass man nicht in den Leerlauf schalten würde, wenn der ganz unten wäre und somit quasi den Vortrieb verliert und dann in der Kurve halt keinen Vortrieb hat und dann halt die Gefahr besteht, dass man halt stürzt. Ja, da sieht man, wie man in einem kleinen, feinen Detail ordentlich viel Funktion umsetzen kann. Einfach durch zwei zusätzliche Bohrungen und einem schlau gestalteten Bauteil kann man hier sehr, sehr leicht das Thema umgekehrte Schaltschema dann realisieren, indem man einfach den Anschraubpunkt hier oben wählt und so kann man dann für die Rennstrecke das umgekehrte Schaltschema verwenden. Ich persönlich tue mir da immer schwer, mich geistig dann, umzunorden. Deswegen fahre ich persönlich alle Motorräder mit Standardschaltschema. Gibt aber Leute, die fahren tatsächlich die Motorräder manchmal mit normalen und manchmal mit umgekehrten Schaltschema. Weiß nicht, wie ihr das seht. Lasst das ja immer gleich oder baut sie auch gerne um? Bei einer Motordrehzahl von zum Beispiel 12.000 Umdrehungen dreht sich das Getriebe langsamer im Normalfall. Eigentlich immer um einen fixen Betrag, nämlich den Betrag der Primärübersetzung. Also wie vorher schon erwähnt, haben wir an der Kurbelwelle das Primärritzel, das dann in den Kupplungskorb eingreift. Und dieses Zehnerzahlverhältnis ist dann ausschlaggebend, um wie viel langsamer sich die Getriebeeingangswelle dreht. Wir haben generell für unsere Motoren haben wir interne Dauerlaufziele definiert. Die sind auch wieder je nach Modell halt unterschiedlich hoch angesiedelt. Das ist einmal das eine Testszenario, wo wirklich am fertigen Fahrzeug ein Getriebe bzw. ein Gesamtfahrzeug halt erprobt wird. Wir haben aber dann natürlich auch in der Entwicklung spezifische Tests und Dauerläufe für Getriebe, die ein neues Getriebe absolvieren muss, bis dass wir sagen, okay, das ist jetzt quasi serienreif und das ist jetzt bereit, dass wir es verkaufen können. Ja, also ich muss sagen, ich schalte auch sehr oft ohne Kupplung nach oben. Ich bin mir da jetzt nicht sicher, ob das schlecht fürs Getriebe ist oder nicht. Aber wenn man diesen Kraftschluss eben kurz unterbricht, dann ist es ja so, dass der Gang auch locker reinflutscht und für mich geht es dann einfach schneller und angenehmer und wenn ich jetzt länger unterwegs bin, dann bin ich da schon faul und dann schalte ich schon öfter mal gerne mal ohne Kupplung. Schalten ohne Kupplung würde ich nicht empfehlen. Man weiß nicht genau, wo man mit der Klaue die Gegenklaue trifft und dann kann es hier zu Abnützungen kommen, was man auch dann
gerne mal auf die Magneten und im Ölsieb sehen kann. Außer das System ist mit einem Quickshift-System ausgestattet, welches dann genau den Kraftfluss und den Drehmomentenverlauf steuert. Ich schalte eigentlich immer mit Kupplung, außer ich habe jetzt einen Schaltautomaten, dann stehe ich irrsinnig drauf, ohne Kupplung zu schalten. Aber sonst habe ich eigentlich immer mit Kupplung geschalten. Und zwar deswegen, weil ich einfach glaubte, das ist irgendwie für das Getriebe angenehmer, das mit Kupplung zu machen. Aber seit es Schaltautomaten gibt, bin ich ganz deppert drauf. Also das finde ich, das ist zum Beispiel eine Elektronikentwicklung, da wäre ich wahnsinnig, das war super. Also man muss die Kupplung nicht ziehen beim Schalten. Also prinzipiell gesagt, das kommt dann immer aufs Motorrad drauf an. Bei unseren moderneren Fahrzeugen, wo wir das Komfortschiftsystem verbaut haben, hat man eine Kraftunterbrechung über den elektronischen Weg. Bei diesen Fahrzeugen muss man nicht kuppeln. Kuppeln muss man prinzipiell nur bei Fahrzeugen, wo man keine Zugkraftunterbrechung über elektronischen Weg hat, eben um diese Zugkraft zu unterbrechen und somit den Gangwechsel zu ermöglichen. Seamless-Getriebe haben wir uns natürlich auch mal angeschaut in der Serienentwicklung. Ist ein hochkomplexes, extrem präzises Konstrukt. Wir haben einmal auch geschaut, ob man sowas quasi irgendwo vereinfachen kann und für die Serie umsetzen kann, aber sind auf keinen Weg gekommen. Also das Seamless-Getriebe ist wirklich rein für den Motorsport optimal. Es sind kurzfristig immer 2 Gänge eingelegt und sagen wir mal, Kupplungen werden so geschaltet, dass immer der schnellere Gang den langsameren überholt. Das heißt, im Prinzip werden diese Freiläufe, die da drin sind, so geschalten, dass immer ein Gang in Freilauf geht. Also der hat dann immer, man kennt ja diese Ratschen beim Werkzeug, ja, wenn ich rückwärts drehe, dann bin ich frei und in die andere Richtung, dann greift der Zahn ein und dann übertrage ich Moment. Und wenn diese zwei Zahnradpaare gleichzeitig am Eingriff sind, dann sind die Freiläufe eben so geschaltet, dass immer ein Gang von den beiden freiläuft. Einfachste ist, dass man einfach Fliehgewichte oder Kugeln montiert und die dann über die Fliehkraft nach außen wandern. Da hat man dann entweder definierte Rampen, die dann das Kupplungspaket zusammendrücken und dann fährt man an. Da muss man dann praktisch über die Fliehgewichte, über das Gewicht und die Drehzahl, je nachdem welche Charakteristik das man haben will, muss man das dann richtig abstimmen. Das Gewicht wandert nach außen, gleichzeitig wandert das an einer Rampe entlang und dann wird der Kraftschluss hergestellt. Funktioniert ungefähr ein bisschen umgekehrt, wie wenn man die Kupplung zieht, da drückt man es weg und da zieht man halt das Paket zusammen. Viele sind wahrscheinlich auch skeptisch in Bezug auf, wie funktioniert das Ganze, schaltet der auch wirklich dann, wenn ich es möchte, weil auch als Fahrer von einem sportlichen Motorrad schalte ich ja nicht immer gleich. Wenn ich morgens damit zur Arbeit fahre, fahre ich vielleicht ganz gemütlich und schalte schon bei 2.500, 3.000 Umdrehungen hoch, während wenn ich dann auf dem Rückweg noch einen schönen Weg entlang fahre, dann schalte ich vielleicht erst bei 6, 7, 8 oder noch mehr 1000 Umdrehungen. Das heißt, da ist dann halt auch die Frage, kann wirklich ein automatisiertes Schaltgetriebe genau das übernehmen, wie es der Fahrer gerne hätte? Und da sind viele Fahrer noch skeptisch, was aus meiner Sicht nicht unbedingt sein müsste. Denn wir sehen es im Pkw-Bereich, wir haben verschiedene Möglichkeiten, verschiedene Schaltstrategien anzupassen. Das heißt, über irgendwelche Sportschalter oder Ähnliches. Man hat die Möglichkeit, manuell zu schalten über Schaltpedals. Und auch das gibt es alles schon am Markt. Das sind Ideen, die dann auch umgesetzt werden, dass der Fahrer trotz einem automatisierten Getriebe auch manuell noch den Schaltvorgang triggern kann, aber auch über verschiedene Settings verschiedene Sportlichkeiten wählen kann.
muss sagen, dass ich grundsätzlich sage, okay, diese Entwicklung, ein Getriebe mit einem geilen Schaltassistenten, rauf, runter, blipper, ist ein Entwicklungsstand, wo ich sage, okay, das ist perfekt, da muss man jetzt nicht mehr wahnsinnig viel verbessern. Ich finde es aber faszinierend, wenn sich andere Konzepte auch durchsetzen und wenn ich die dann fahre, finde ich das auch großartig. Ich glaube aber, dass es Menschen gibt, die wirklich gerne diesen Schaltvorgang selbst machen und solange das gewünscht wird und solange die Hersteller das hinkriegen, auch, dass das klappt und dass die ganze Elektronik noch funktioniert und dass das ganze Konstrukt funktioniert, ist das eine mechanische Romantik, die man dem Motorrad, glaube ich, nicht nehmen sollte. Das ist ein Ding, für viele wahrscheinlich ein Teil des Motorradfahrens, dieses Schalten, warum sie auch Motorrad fahren. Weil alles andere so digital und steril und ich drücke auf ein Knöpfchen und dann ist der Bildschirm plötzlich grau. Wohingegen beim Schalten, da kann ich dann auch einen Hebel rauf und dann bewege ich da Metall und dann flutschen da die Getriebezähne. Das ist ein mechanisch-romantischer Vorgang, den viele mit Motorradfahren verbinden. Insofern lassen wir das, weil es ja schön ist. Also im Sportbereich sehen wir weiterhin, was jetzt auch schon häufig am Markt anzutreffen ist, den Quickshifter, sowohl hoch als Quickshifter als auch runter als Blipper, der vom Motorsteuergerät umgesetzt wird. Im Touring-Bereich sehen wir da mittelfristig eine andere Lösung noch zusätzlich, nämlich dass der Schaltvorgang an sich auch nicht mehr vom Fahrer angestoßen werden muss, sondern von einem sogenannten Smart Actuator, den wir gerade in der Entwicklung haben, übernommen wird. Das heißt, das ist ein Aktuator, der sowohl die Kupplung dann bedienen kann, als auch das Schaltgestänge an sich. Das heißt, wir haben eigentlich einen normalen Motor mit einem Getriebe dran, haben aber Aktuatoren, die die Aufgabe des Kuppelns und auch des Schaltens für uns übernehmen. Smart Actuator ist es aus unserer Sicht deshalb, die Intelligenz steckt da direkt am Aktuator mit dran. Das heißt, wir brauchen kein zusätzliches Steuergerät, das die Aktuatoren steuert, sondern das machen die von sich selbst. Die brauchen dann nur die Befehle, dass sie jetzt eben Kupplung ziehen oder hochschalten, runterschalten sollen. So wenig mechanisches Feeling wie möglich. So, dass das einfach funktioniert und gerade noch spürbar ist, dass sich da jetzt der Gang eingelegt hat. Zärtlich, sanft, aber unglaublich perfekt, präzise und punktgenau. Und wo das wirklich unglaublich gut funktioniert, sind die Wettbewerbsenduros von KTM. Also die haben schon vor Jahren so gut funktioniert, diese Wettbewerbssysteme, die aus dem Motocrossen ja kommen, wo ich mir immer gedacht habe, okay, genauso hätte ich das gerne in die Landstraßenmotorräder. Also du kannst dort in einem unglaublich rauen Umfeld Dutzende, Hunderte Schaltvorgänge an einem Tag machen, komplett schlampig, die sind immer präzise drin, die passen immer perfekt, trotzdem ist das Ding nicht zerstört. Das hat mich immer fasziniert, wie das in diesen kleinen, filigranen Einzylindermotoren so schön funktioniert hat. Und in den großen hat das dann immer wieder nie so geil funktioniert wie in so Wettbewerbsmotorrädern, die eigentlich für Offroad bestimmt sind. Getriebe sollte gefälligst knackig sein. Es sollte so abgestuft sein, dass ich nicht in irgendeinen Drehzahlkeller falle, sondern immer dann schön mit einer guten Drehzahl weiterkomme, was natürlich auch von der Leistung des Motorrades abhängig ist. Aber ich muss schon sagen, bei leistungsgleich starken Motorrädern merke ich oft, dass das Getriebe mir der einen Maschine mehr zusagt als das andere, was aber dann auch wirklich auf eine gewisse Knackigkeit zurückgeht. Wenn die Gänge schön reinflutschen, dann ist das schon sehr gut. Ja, ich schalte jetzt einen Gang runter. Ohne Quickshifter, ohne Blipper, ganz mechanisch einen Gang runter, mache eine kleine Pause in der Garage angrenzend an die Motorhall. Keine Sorge, wir setzen uns aber noch nicht zur Ruhe. Wir haben ja jede Menge weitere Folgen zum Thema Motorradtechnik im Detail online. Unten drunter ist die Videobeschreibung, ist der Link und insgesamt 24 Folgen produzieren wir hier in der KTM Motorhall, wo wir die Motorradtechnik für euch zugänglich machen möchten.
Gerne freuen wir uns über eure Kommentare unten drunter. Dieses ganze Video immer bereichern. Macht's mit für die 1000 Best Community. Postet eure Erfahrungen, eure Meinungen, eure technischen Expertisen. Die machen die Videos gleich noch viel, viel besser und viel interaktiver und da freuen wir uns wirklich sehr drüber. Vielen Dank fürs Mitmachen. Tschüss und Baba, bis zum nächsten Mal.